Was für eine hervorragende Schriftstellerin. Was für grandiose Bücher. Ich kenne auch ihre englischen Werke, die noch nicht übersetzt sind. The Raptures and the Last Resort. Sie hat nun ihren Roman Firestarter in deutscher Übersetzung für Sie, für uns, mit dabei. Übersetzerin des Buches ist Stefanie Schäfer. Ich bitte nun Carson auf die Bühne. It is way less scary being up here when you've got a friend beside you. Ulrike is going to translate it into German when I'm finished. It's, first of all, can I say how lovely it is to be here in a place where it doesn't rain as much as Belfast. So thank you so much for having me. I've very much enjoyed my time here. I'm going to read a very short passage from the Firestarters tonight, which is my first novel to be translated into German. To give you a little context, it's a novel set in contemporary Belfast about 20 years after the peace agreement of 1998. And it explores some of the kind of issues that we're still having in Belfast because, a bit of a secret, things aren't particularly perfect there at the minute. Brexit was a bit of a nightmare for us, and a few other things are going on. The section I'm going to read is a short passage from what I call the unfortunate children of East Belfast, and they're kind of like superheroes with really terrible powers. It's an homage to Salman Rushdie's Midnight's Children, which is one of my favourite books of all time. These are the children who grew up after the peace process, so they never saw the violence that I grew up with, and yet they're still exhibiting signs of trauma, and there are little kind of snippets of each of them. In this section, you're going to meet Ella, who is my favourite character, which is a bit like saying you have a favourite child, but I do. And Ella is a child who's been born with wings. The girl who could only fall. Ella stands barefoot on the branch. She never wears shoes when she's attempting to fly. Her mother insists that she strip right down to her knickers. Now she's older and more self-conscious about the bumps and curves beginning to swell beneath her skin. Ella insists upon something more substantial. A bathing suit or leotard. Her mother agrees so long as her legs and arms are bare. It is important not to add any extra weight to preserve the impression of lightness. Not that it really matters. Ella could bind herself up with birthday balloons, suck helium straight from the canister, or pump her arms up and down like a racing pigeon, and it would not make the smallest bit of difference. She'd still fall, drop, plummet to earth at a furious rate. Ella wraps her arms around the trunk. She can feel its damp bark grating against her fingertips. Her skin pressed against the tree's brown is so white it's almost glowing. There's a purple-blue smudge on her left hip from last week's fall, a pair of pink grazes beginning to crust across her kneecaps. Last week it was a wall. Today it's a tree. They've tried step ladders, climbing frames, even a bridge. Seemingly, there's no end to the high things you can push your daughter off for her own good. Ella looks down and notes the springy green grass circling the tree's trunk. She's grateful for it. There's more give in lawn. Concrete is not so forgiving. A starling rattled out of the tree's upper branches goes sweeping past her face. Ella envies its easy flight. As she edges forward, she's careful to keep her elbows tucked in. She can't risk unfurling her wings. They're covered in a thin membrane, like skin but easier torn, and she must avoid loose splinters. She eases out towards the branch's tip, feeling it bow under her weight, curling her feet around its thin curve. Beneath her naked toes, the branch teems with tiny creatures, woodlice, ants, microscopic mini-beasts. They're drawn to Ella and the power that leaks out of her every time she touches. She feels the tickle of them crushing against her skin. She could stay here for hours. She honestly could. But it's not what they want from her. It would be a waste of her wings. "Ready?" shouts her father. "Ready," Ella replies.
12 feet below, he removes the ladder and steps back for a better view. Her mother has the video camera out. Ella unfolds her arms, letting her wings unfurl like pink sails lolloping in the breeze. She bends her knees and pushes off. For the smallest second, she moves upwards. It's only a second, but in this one small moment, Ella always believes. Then gravity grabs her by the ankles and drags her back to earth. She hits the ground rolling. She's taught herself how to lessen the impact. There's only so many times you can fall before you become an expert, and Ella is only good for falling. Also die Geschichte. Belfast brennt an allen Ecken und Enden. Und zwar brennen nicht nur die für den 11. Juli vorgesehenen Feuerstöße, Holzstöße, sondern alles, was in der Stadt brennen kann, wird von jungen Leuten abgefackelt, die das aus eigenem Antrieb tun oder aus dem Internet von einer seltsamen Person dazu aufgefordert. Und in diesem hysterischen, explosiven Chaos gibt es noch ein Chaos, das subtiler ist. Es gibt in Belfast nämlich Kinder, die ganz wunderbare und schreckliche Fähigkeiten haben. Vielleicht Ergebnis des Traumas ihrer Familien, vielleicht etwas ganz Neues. Die Eltern sind bestürzt, in Verlegenheit gebracht, was macht man mit sowas? Ignorieren, verbieten. Ella hat Flügel. Das Mädchen, das nur fallen konnte. Ella steht barfuß auf dem Ast. Sie trägt nie Schuhe, wenn sie versucht zu fliegen. Und früher hat ihre Mutter darauf bestanden, dass sie sich bis auf die Unterhosen auszog. Inzwischen ist sie jedoch älter geworden und schämt sich wegen der Wölbungen und Kurven, die sich allmählich an ihrem Körper abzeichnen. Daher besteht Ella auf etwas Handfesterem, einem Badeanzug oder einem Trikot. Ihre Mutter ist einverstanden, solange ihre Beine und Arme unbedeckt bleiben. Sie darf nicht zu viel Gewicht mit sich tragen, damit der Eindruck von Leichtigkeit erhalten bleibt. Nicht, dass das wirklich helfen würde. Ella könnte Luftballons an sich binden, Helium aus der Flasche einsaugen oder ihre Arme wie eine Brieftaube auf und ab bewegen. Es würde keinen Unterschied machen. Sie würde trotzdem fallen, abstürzen, mit rasender Geschwindigkeit zu Boden krachen. Ella schlingt ihre Arme um den Baumstamm. Sie spürt die feuchte Rinde an ihren Fingerspitzen. Ihre Haut, die sich an den braunen Baum schmiegt, ist so weiß, dass sie fast leuchtet. Auf ihrer linken Hüfte aber hat sie einen violettblauen Bluterguss vom Sturz letzte Woche und auf ihren Kniescheiben verheilen allmählich mehrere rosa Schürfwunden. Letzte Woche war es eine Mauer. Heute ist es ein Baum. Sie haben es von Leitern, Klettergerüsten und sogar einer Brücke ausprobiert. Es scheint, als gäbe es unendlich viel verschiedene Stellen, von denen man seine Tochter zu ihrem eigenen Besten hinunterstoßen kann. Ella schaut nach unten und stellt fest, dass der Baumstamm von federndem grünen Gras umgeben ist. Was für ein Glück. Rasen ist nachgiebiger als Beton. Ein Star, der aus den oberen Ästen des Baumes aufgescheucht wurde, fliegt an ihrem Gesicht vorbei. Ella beneidet ihn um seinen mühelosen Flug. Sie presst ihre Ellbogen an sich, während sie sich vorwärts schiebt. Sie kann es nicht riskieren, ihre Flügel jetzt zu entfalten. Sie sind mit einer dünnen Membran überzogen wie eine Haut, aber empfindlicher. Und sie muss aufpassen, dass sie nicht an Zweigen und loser Borke hängen bleiben. Vorsichtig rückt sie bis ans Ende des Astes, spürt, wie er sich unter ihrem Gewicht biegt und krümmt die Füße um die Rundung. Unter ihren nackten Zehen wimmelt der Ast von winzigen Lebewesen, Asseln, Ameisen, mikroskopisch kleine Tierchen. Sie fühlen sich von Ella und der Kraft angezogen, die bei jeder ihrer Berührungen aus ihr herausströmt. Sie spürt das Kitzeln der Tiere auf ihrer Haut. Sie könnte stundenlang hier bleiben. Das könnte sie wirklich. Aber das ist nicht das, was sie von ihr wollen. Es wäre eine Verschwendung ihrer Flügel. Bereit, ruft der Vater. Bereit, antwortet Ella.
12 Meter unter ihr entfernt er die Leiter und tritt zurück, um sie besser zu sehen. Ihre Mutter hält die Videokamera im Anschlag. Ella breitet die Arme aus und lässt ihre Flügel wie rosa Segel in der Brise flattern. Sie beugt die Knie und stößt sich ab. Für eine Sekunde bewegt sie sich nach oben. Es ist nur eine Sekunde, aber in diesem winzigen Moment schöpft Ella jedes Mal Hoffnung. Dann packt die Schwerkraft sie an den Knien und reißt sie zurück auf die Erde. Sie schlägt auf den Boden auf und rollt sich ab. Sie hat gelernt, den Aufprall abzumildern. Man muss oft fallen, bis man zur Expertin wird. Und Ella kann nichts als fallen.